Ich war 40 Jahre lang Lehrer und habe an unterschiedlichen Schulen unterrichtet. Und ich war Fortbildner. Ich habe mich immer mit Schule beschäftigt und schon am Anfang, als ich in die Schule kam, als Lehrer, als Junglehrer, da fragte ich mich, warum schreiben Kinder, die eigentlich pfiffig, intelligent sind, die eigentlich alles haben, was man sich vorstellt an Begabung, warum schreiben die eine 6 und andere schreiben eine 1? Dabei war das doch genau der gleiche Unterricht. Das heißt, der Input bei allen Kindern war gleich, aber der Output, der war es nicht. Und da machte ich mich dran, das zu verändern. Ich fragte mich, warum ist das so? Liegt es an der Schrift? Und ich habe dann mit den Schülern Schönschreiben geübt. Und die wurden zwar dann besser im Schreiben, das sah schöner aus, aber die Fehlerzahl blieb. Und man stellt sich vor als Lehrer, wenn man dem gleichen Schüler immer die gleichen schlechten Noten geben muss, dann leidet man mit ihm. Und so machte ich mich auf den Weg, zu schauen, woran es liegt. Ich dachte, es muss an der schönen Schrift liegen. Und das habe ich dann an dieser Gesamtschule über Jahre empirisch untersucht. Und was kam raus? Nicht das, was ich erwartet hatte. In jeder der 3 Schularten haben die genau die gleichen Probleme gehabt. Und da dachte ich, naja gut, dann werden wir Schönschreiben üben. Wir haben das speziell gemacht. Und sie wurden auch besser, aber nur im Schönschreiben. Die Fehlerzahl blieb. Was ich damals nicht wusste, und durch Zufall bin ich drauf gekommen, durch Zwillinge. Ja, nach 2 Monaten, 3 Monaten konnten die Kinder immer noch nicht richtig lesen und nicht schreiben. Die anderen waren viel besser. Und die wollten immer nach Hause und sie hatten Bauchschmerzen. Das eine Kind sagte, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich immer nach dem Klingelknopf tasten. Und dann dachte ich, wow, es liegt an den Augen. Die Eltern kamen, ich hatte sie eingeladen und als ich sagte, ich glaube, Ihre Kinder sehen nicht richtig, haben sie gesagt, ja, wir werden das überprüfen lassen, wir werden es beim Augenoptiker machen. Der misst anders, der prüft Winkelfehlsichtigkeit. Die Eltern haben es gemacht, die Kinder bekamen eine Brille und innerhalb kürzester Zeit haben diese Kinder die anderen nicht nur eingeholt, sie haben sie überholt. Es wurden meine besten Leser und die hatten nachher später eine gymnasiale Empfehlung bekommen, beide. Ich bin selbst Betroffener, unsere Kinder sind betroffen und meine Schüler waren es die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch. Vielen dieser Kinder ist inzwischen geholfen worden und deswegen bin ich bei diesem Thema geblieben, denn es betrifft ganz, ganz viele Menschen. Und wenn man als Lehrer mal sieht, dass man einem Kind helfen konnte, dass es einfach besser wird, nur weil es ganz einfach nur besser sieht, dann motiviert einen das. Daher mache ich diese Reihe. Ich möchte, dass Sie mehr über Wahrnehmung und Schulerfolg erfahren.